Andi und Bilal sind auf dem Weg zur Mensa, als Bilal angerufen wird. Warte mal kurz, Andi. Wer ruft dich denn an? Sabine von der Studierendenvertretung. Hi Sabine, was gibt's? Hi Bilal, ihr habt doch neulich die Studie über die Verspätung der S-Bahn gemacht. Ja, genau. Wir als Studierendenvertretung würden uns da gerne ein bisschen besser informieren. Die Uni ist nämlich auf uns zugekommen und hat gefragt, was die Studierenden vom ÖPNV-Angebot an der Uni halten. Kannst du mir eure Studie vielleicht kurz zusammenfassen? Klar. Bei so einer Zusammenfassung sollte es nun Bilals Ziel sein, Sabine von der Studie zu überzeugen und sie gegebenenfalls auch dazu zu motivieren, mehr darüber zu erfahren. Dabei sollte man generell beachten, dass die Zusammenfassung so kurz wie möglich ist, aber auch so lang wie nötig, um die Studie grob zu verstehen. Das erste Ziel von Bilal ist es nun, das Interesse für die zugrunde liegende Fragestellung zu wecken und zu begründen, warum die Studie durchgeführt wurde. Unser Kumpel Andi ist immer zu spät zu unseren Lerngruppen gekommen und er meinte, dass es an der Verspätung der S-Bahn liegt. Chen und ich sind aber immer pünktlich angekommen. Als nächstes sollte Bilal beschreiben, was genau in ihrer Studie gemacht wurde. Deshalb haben wir begonnen, die Verspätung unserer Züge an der Universität zu dokumentieren. Da Andi auf dem Weg zur Uni noch umsteigen muss, hat er auch die Verspätung am Umsteigebahnhof dokumentiert. Dann sollte Bilal nur die wichtigsten Ergebnisse aus ihrer Studie wiedergeben. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass all unsere Züge im Schnitt weniger als 3 Minuten Verspätung haben. Hier ist es oft auch hilfreich, auf Abbildungen zu verweisen, die das Ergebnis besonders deutlich darstellen. Das konnten wir recht deutlich anhand eines Diagramms erkennen, in dem wir die Häufigkeit der unterschiedlichen Verspätungen aufgetragen haben. Das Problem war aber, dass Andi immer deshalb zu spät gekommen ist, weil die Rolltreppe am Umsteigebahnhof nicht funktioniert hat und er deswegen seinen Anschlusszug verpasst hat. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, die Ergebnisse zusätzlich mit Literaturdaten zu vergleichen. Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, dass die Linien, die wir uns angeschaut haben, im Vergleich zur bundesweiten Statistik der Bahn relativ pünktlich sind. Bei der Zusammenfassung ihres Protokolls haben es Andi, Bilal und Chen genauso gemacht. Erstens das Interesse wecken. Zweitens die Studie beschreiben. Drittens die wichtigsten Ergebnisse wiedergeben. Und dabei gegebenenfalls auf hilfreiche Abbildungen verweisen und mit Literaturwerten vergleichen. In dieser Form kann die Zusammenfassung eines Protokolls dazu beitragen, den Leser nur mit einem kurzen Text davon zu überzeugen, auch das gesamte Protokoll zu lesen. Das war jetzt mal kurz zusammengefasst, was wir gemacht haben. Danke Bilal, das hat mir sehr geholfen. Ihr habt ja auch ein Protokoll geschrieben. Könntest du es mir schicken? Das hat sich echt sehr interessant angehört. Ja klar, kann ich dir schicken. Super, vielen Dank.